Seit undenklicher Zeit profitierten unzählige Leute von der Bhagavad Gita. Als Arjuna nicht mehr weiter wusste, fand er durch die Worte von Lord Krishna die Lösung all seiner Probleme. Bereichere auch du dein Leben mit dem faszinierenden Dialog von Arjuna und Lord Krishna. Namaste und herzlich willkommen. Unsere Reise durch die Bhagavad Gita geht weiter. Oder besser gesagt, sie beginnt. Wir sind jetzt nun im zweiten Kapitel angekommen. Das zweite Kapitel ist eine Zusammenfassung der Bhagavad Gita. Und grundsätzlich ist es da, wo Lord Krishna beginnt, Arjuna Anweisungen zu geben. Wir erinnern uns im ersten Kapitel, Arjuna hat seine Fassung verloren, ist zutiefst gefallen, wusste nicht mehr weiter im Leben und brauchte die Hilfe von Lord Krishna. Ist an einem Punkt angekommen in seinem Leben, wo er nicht mehr weiter wusste. So, wir werden ganz kurz den ersten Vers der Bhagavad Gita im zweiten Kapitel lesen, wie Arjuna sich fühlte. Arjuna sagte, nun bin ich verwirrt und weiß nicht mehr, was meine Pflicht ist. Und ich habe aus Schwäche meine Fassung verloren. In diesem Zustand bitte ich dich, mir klar zu sagen, was das Beste für mich ist. Jetzt bin ich dein Schüler und eine dir ergebene Seele. Bitte unterweise mich. Das ist etwas sehr, sehr Faszinierendes. Hier sehen wir die Geisteshaltung, die Mentalität von Arjuna. Wir sehen die Mentalität von jemandem, der am Boden zerstört ist. Wir kommen zu einer Realisation von hier, ich kann nicht mehr alleine weiter. Und viele Leute kommen zu einer solchen Position im Leben, wo man nicht mehr weiter kann. Zu denken, ich habe alles in Kontrolle, mein Leben verläuft wunderbar, ich habe alles im Griff, ich kann mir selber helfen, ich bin selbsterhaltend und so weiter. Solange mein Leben wundervoll ist und ich keine Probleme habe, ich gehe nicht auf die Suche nach einem tieferen Sinn des Lebens. Und wenn ich nicht so zerstört bin grundsätzlich, wie Arjuna es jetzt hat, ich bitte nicht nach Hilfe. Und solange ich nicht das Verlangen nach Hilfe habe, suche ich auch nicht nach Hilfe. So, das ist eine wundervolle Grundlage und sogar eine notwendige Grundlage, welche jedes Lebewesen haben muss, um spirituelles Wissen zu erwerben, um spirituelles Wissen sich anzueignen, um spirituelles Wissen zu empfangen. Und das ist, was die Bhagavad Gita ist. Wir empfangen Wissen vom Höchsten. Und das braucht diese bescheidene Geisteshaltung, ich kann nicht mehr. Bitte unterweise mich, ich bin dir eine hingegebene Seele. Und von dieser Plattform können wir dann Wissen erhalten. So, wir erinnern uns zurück an das erste Kapitel. Arjuna hat auf der gegenüberliegenden Seite die gegenüberliegende Armee, Verwandte gesehen, Onkel gesehen, Lehrer gesehen, Schwiegerväter gesehen und so weiter und wurde von dieser Ansicht komplett aus den Schuhen geworfen. Er hat die Fassung verloren, denn er sah, das sind meine Verwandte, das sind meine Freunde und so weiter.
So, was Arjuna da gesehen hat, ist eine Blutsverbindung zu den anderen Leuten auf der gegenüberliegenden Seite. In anderen Worten gesagt, Arjuna kam unter einer Illusion, unter einer Einstellung, dass ich, Arjuna, bin dieser Körper und die anderen auf der anderen Seite sind auch diese Körper und sind deswegen durch diese Körper mit mir verbunden. Und das ist etwas, wir gehen jetzt in die Grundlage allen spirituellen Wissens. Wir sehen jetzt, wie wichtig das ist, zu wissen, herauszufinden, wer ich wirklich bin. Sogar Krishna, der höchste Herr selbst, beginnt mit den Anweisungen in der Bhagavad Gita über die Identifikation zu sprechen. Wer bist du in Wahrheit wirklich? Und zuerst, Krishna züchtigt Arjuna ein kleines bisschen. Wie konnten diese Unreinheiten, diese Illusionen über dich kommen? Und Arjuna versuchte sich selbst noch zu rechtfertigen, versuchte zu sagen, warum er nicht kämpfen sollte und so weiter. Aber sehr schnell kannte er an, ich kann nicht mehr weiter, bitte unterweise mich. Und nun, das Erste, was Krishna sagt, was Lord Krishna zu Arjuna sagt, ist: Mein lieber Arjuna, du bist nicht in dieser materiellen Körper. Hier in der materiellen Welt, unter dem Einfluss der Illusionsenergie, wir alle identifizieren uns mit diesem materiellen Körper. So stark, dass wir es für das sogar töten würden. Wir sehen uns als männlich, als weiblich. Wir sehen uns als jung oder als alt. Wir sehen uns als weiß oder als schwarz. Wir sehen uns als stark oder schwach, als intelligent oder dumm. Wir sehen uns als katholisch, hinduistisch. Wir sehen uns als gewisse geschlechtliche Orientierungen. Ich bin weiblich, ich bin männlich und so weiter. In der Tat, wenn wir etwas näher dies betrachten, wir lernen sehr schnell, dass das eigentlich nichts mit mir zu tun hat, dass das nicht ich bin. Wir nennen dies, das sind körperliche Etikettierungen. Denn diese körperlichen Etikettierungen können ausgetauscht werden, können gewechselt werden und verändern sich. Mein Namen kann ich verändern, das Geschlecht kann man verändern, das Alter verändert sich. Man kann von einer Religion in die andere Religion wechseln. So grundsätzlich, all das, was ich wechseln kann, bin ich nicht. Denn durch den Wechsel, ich bleibe bestehen. Michael Jackson war weiß, er war schwarz und hatte seine Hautfarbe auf weiß gewechselt. War immer noch die gleiche Person, aber sein Aussehen war anders. Ich kann von einem Hindu zum Moslem werden. Ich kann von einem Moslem ein Katholiken werden oder ein Christen werden. Den Glauben kann ich ändern. So offensichtlich, es ist nicht, wer ich bin. Wenn wir etwas tiefer in den Körper hineingehen, sehen wir, dass der Körper sich sehr, sehr schnell verändert. Zum Ersten haben wir das auch heute in wissenschaftlichen Studien und Forschungen bewiesen. Der ganze Körper besteht aus Zellen. Diese Körperzellen bestehen aus Moleküle und Atome. So, das atomare Wissenschaftscenter Oak Ridge in Tennessee hat bestätigt, dass 98% aller Teilchen, die den Körper machen, sich in einem Jahr austauschen. Wir können das so vorstellen. Hier zum Beispiel haben wir ein riesengroßes Gebäude, welches mit Steinen gebaut ist. So, wir nehmen einen Stein aus diesem Gebäude, diesem Schloss oder Kirche, was es ist, heraus und ersetzen diesen Stein mit einem neuen Stein. Wir gehen hier rüber, nehmen einen Stein raus, ersetzen ihn mit einem neuen Stein. Und wenn wir das fortlaufend machen, irgendeinmal kommen wir zu einem Punkt, wo die ganze Kirche oder das ganze
Schloss mit neuen Steinen versetzt ist. Obwohl sich das Schloss nie verändert hat, es ist immer das gleiche Schloss, aber die Bauteile haben sich verändert. Auf ähnliche Weise, Zellen bestehen aus Molekülen, Zellen existieren, Zellen sterben, neue Zellen bilden sich und so werden diese Zellen ausgetauscht, die den Körper bauen. Selbst die Zellen, die nicht sterben durch das Leben hindurch, wie die Nervenzellen oder Gehirnzellen, selbst da, wenn man genau hineinschaut, das Molekularkontingent dieser Zellen tauschen sich so schnell aus. Das bedeutet, die Atome und Moleküle, welche diese Zellen bauen, werden so schnell gewechselt, dass grundsätzlich wir alle 3 Tage ein neues Gehirn haben. So alle körperlichen Teile wechseln sich so schnell, dass nach spätestens 5 Jahren wir einen kompletten neuen Körper haben. So, vor 5 Jahren hatte ich einen ganz anderen Körper. Vor 10 Jahren hatte ich schon wieder einen anderen Körper. So, vor 15 Jahren ich hatte 3 verschiedene Körper. Ich weiß jetzt, dass ich immer ich war. Ich war vor 5 Jahren ich war vor 10 Jahren ich war vor 20 Jahren ich war ich, als ich ein kleines Baby war, als ich ein Kind war. Und das ist genau das, was Lord Krishna jetzt Arjuna erklärt. Und da möchte ich kurz ein paar Verse vorlesen von der Bhagavad Gita. Er beginnt mit: Niemals gab es eine Zeit, als ich oder du oder all diese Könige nicht existierten. Und ebenso wird niemals in der Zukunft einer von uns aufhören zu sein. So er sagt zu Arjuna: Arjuna, warum machst du dir all diese Gedanken? Du kannst das Lebewesen im veränderlichen Körper nicht töten. Sie sind nicht vergänglich. Wir, das Lebewesen, ist ewig. Es gab niemals eine Zeit, wo wir nicht existierten, und es wird niemals eine Zeit geben, wo wir aufhören zu existieren. So wie die verkörperte Seele in diesem Körper fortgesetzt von Knabenzeit zu Jugend und zu Alter wandert, so geht die Seele beim Tod in ähnlicher Weise in einen anderen Körper ein. Ein besonnener Mensch wird durch einen solchen Wechsel nicht verwirrt. So wir sehen, das Leben hört nicht auf beim Zeitpunkt des Todes. Es geht weiter. Der Tod ist der Anfang eines neuen Beginns, kann man sagen. Wenn wir unser Leben anschauen, wir sehen, unser Leben beginnt beim Zeitpunkt der Geburt, endet beim Tod. Aber das ist diese Sicht, welche wir haben hier in dieser Welt. Grundsätzlich, wir haben lange vor diesem Körper existiert und wir werden weiter existieren, selbst nachdem dieser Körper zerfällt. Ist es an einer Krankheit, ist es an einem Unfall oder ist es am Alter? Irgendeinmal dieser Körper wird zerbrechen, wird versagen, wird uns im Stich lassen und wir ziehen weiter. Das ist eine so wundervolle und bereichernde Nachricht, welche wir in unser Leben einbauen können. Wenn wir verstehen, dass der Tod nicht das Ende ist, dass wir weiterziehen werden, genauso wie wenn wir in ein Auto gehen, mit dem Auto für eine Zeit herumfahren, dann den Parkplatz gehen, die Tür öffnen und aus dem Auto gehen. Wir werden nicht verwirrt, wir werden nicht wahnsinnig, wir verlieren nicht die Fassung, denn wir wissen, ich bin nicht dieses Auto. Auf ähnlicher Weise, dieser Körper ist nur mein Fahrzeug, welches ich vorübergehend gebrauche, um herumzufahren. Und früher oder später, ich werde wieder aus dem Fahrzeug aussteigen. Krishna fährt weiter. Wisse, das, was den ganzen Körper durchdringt, ist unzerstörbar. Niemand ist imstande, die unvergängliche Seele zu zerstören. Wie wundervoll ist das? So, wenn wir das Wort Seele hören, wir sprechen vom Selbst, vom wer du bist. Niemand ist fähig, dich zu zerstören. Niemand kann dir Schaden anrichten. Das ist
eine so befreiende Idee, welche eine Information, welche wir nirgends anders wirklich bekommen. Alle Ängste führen darauf zurück, dass mich jemand zerstören kann, dass mich jemand töten kann. Alle Ängste führen darauf zurück, dass ich in dieser Körper bin und dass mir irgendetwas geschehen kann. Aber das ist nicht der Fall. All das, was den Körper durchdringt, das Selbst, das Lebewesen, ist unzerstörbar. Für die Seele gibt es zu keiner Zeit Geburt oder Tod. Sie ist nicht entstanden, sie entsteht nicht und sie wird nie entstehen, weil sie ungeboren, ewig, immerwährend und urerst ist. Sie wird nicht getötet, wenn der Körper getötet wird. Auch das kann eine Person komplett befreien von allen Ängsten. Du wirst weiter existieren. Wir alle werden weiter existieren. Auch eine geliebte Person, die von uns geht, sie ist nicht tot, sie ganz einfach geht weiter. Wie ein Mensch alte Kleider ablegt und neue anzieht, so gibt die Seele alt und unbrauchbar gewordene Körper auf und nimmt neue materielle Körper an. Und das ist ein kleiner Einblick, wir werden später etwas mehr darüber sprechen, über diese Seelenwanderung, kann man sagen, oder Reinkarnation, wo die Seele, das Lebewesen, von einem Körper in den anderen hineingeht. Die Seele kann weder von Waffen zerschnitten, noch von Feuer verbrannt werden, noch von Wasser benetzt, noch von Wind verdorrt werden. Die individuelle Seele ist unzerbrechlich und unauflöslich und kann weder verbrannt noch ausgetrocknet werden. Sie ist immerwährend, überall gegenwärtig, unwandelbar, unbeweglich und ewig dieselbe. So, wir haben eine sehr, sehr spezifische Beschreibung von wer wir sind. Aham Brahmasmi, ich bin nicht in dieser materiellen Körper. Der Körper ist stetig in Veränderung. Ich bin ewig dieselbe. Ich werde ewig ich sein. Und das ist etwas sehr, sehr Faszinierendes. Du wirst immer du sein. Egal, wo wir hingehen, egal, was mit diesem Körper passiert. Ja. Und diese Reise nennen wir die Reise der Selbstverwirklichung oder der Selbstentdeckung oder eine Reise von Selbstrealisation. Und das ist einer der Hauptgründe, was Krishna uns diese Bhagavad Gita gegeben hat, weil Krishna die Bhagavad Gita zu Arjuna gesprochen hat, damit wir diese falsche Identifikation von unserem Körper transzendieren können, herausfinden können, wer wir wirklich sind, uns realisieren können als ein ewiges, unbezahlbares, vom höchsten Werte, wundervolles, süßes, spirituelles Lebewesen sind. Wir sind ein Funke des höchsten Lebewesen, von unbeschreiblichem Wert. Grundsätzlich unsere Essenz ist Liebe und wir sind in unserem Zustand, in diesem Zustand von Reinheit, in einer ewigen Glückseligkeit. So, im Bhagavad Gita nun, oder Lord Krishna hilft uns wieder die Tore zu öffnen, zu wer wir sind, uns wegzunehmen von wer wir nicht sind. Und hilft uns auf eine Plattform zu kommen, unsere wahre Natur wieder zu leben. Wir können uns fragen, wenn wir Liebe sind, wenn wir ein solches wundervolles Lebewesen sind, wie kommt es denn da, dass wir Beziehungen eingehen, uns über beide Ohren von ganzem Herzen in jemanden verlieben und dann sich das Ganze sehr schnell oder etwas weniger schnell verdreht und ins Gegenteil umwandelt. Wir können uns fragen, wie kommt es, wenn wir so ein spezielles Lebewesen sind, dass wir anderen Schmerzen zufügen, Leiden zufügen, dass wir jemanden hassen. Wie kommt es dazu? Und das ist der zweite Teil, wo wir jetzt ganz kurz noch anschauen werden von dieser Bhagavad Gita, von dem zweiten Kapitel. Wir müssen verstehen, das ist eine Zusammenfassung von all dem, was Krishna jetzt Arjuna
erklären wird. So, wir können nicht über alles sprechen, aber über diese beiden Dinge, wer sind wir wirklich? Und jetzt das Zweite, warum reagieren Leute, wie sie reagieren? Und da möchte ich zum Einstieg 2 Verse vorlesen, welche sehr berühmt sind von der Bhagavad Gita. Beim Betrachten der Sinnesobjekte entwickelt der Mensch Anhaftung an sie. Aus solcher Anhaftung entwickelt sich Lust und aus Lust geht Zorn hervor. Aus dieser Zorn entsteht völlige Täuschung und der Täuschung folgt die Verwirrung der Erinnerung und so weiter. Wenn Leute schlechte Dinge tun, wenn Leute anderen Schmerzen zufügen, es ist immer basierend von Ignoranz oder das Fundament ist Unwissenheit. Krishna beschreibt es hier, es ist die Verwirrung der Erinnerung. Wir können uns nicht erinnern, wer wir wirklich sind. Wir können uns nicht erinnern oder wahrnehmen als spirituelle Lebewesen, als eine spirituelle Seele. Und wir können auch den gegenüberliegenden Menschen nicht sehen, für wer er wirklich ist. So, es ist diese Verwirrung, wo genau Arjuna zu Beginn in der Bhagavad Gita drin ist. Nun, in den meisten Fällen, wenn wir von Liebe in dieser Welt sprechen, ist es nicht wirklich Liebe, sondern es ist Lust. Und wir werden später in der Bhagavad Gita das genauer anschauen. Aber um dies zu verstehen, Lust ist nicht wirklich oder bezieht sich nicht rein um Sex. Hier in den Veden, das Wort Lust wird übersetzt als ein sehr intensives Verlangen nach Selbstsüchtigkeit, Selbstzentriertheit. So, der Unterschied von Liebe und Lust ist, bei Lust dreht sich alles um mich. Das ganze Universum existiert für mich. Ich bin im Zentrum des Universums und alles ist dazu bestimmt, mich zu erfüllen, mich glücklich zu machen. Liebe ist das ganz komplette Gegenteil. Bei Liebe geht es nicht mehr um mich, ich bin nicht mehr im Mittelpunkt von allem, sondern diejenige Person, die ich liebe, ist im Mittelpunkt. Und ich werde Glück finden, wenn ich die Person, die ich liebe, glücklich mache. So, wenn ich sage, ich habe dich für 2 Jahre so stark geliebt und jetzt hasse ich dich, das war nie Liebe von zu Beginn. Liebe verwandelt sich nie in Hass. Es kann nicht. Lust verwandelt sich in Hass. Denn von Lust, wenn ich jemanden luste, erwarte ich, dass diese Person mich glücklich machen wird. Und hier haben wir ein sehr, sehr großes Problem. Die andere Person oder eine andere Person und schon gar nicht ein Objekt, ist es möglich, mich je völlig und ganz glücklich zu machen. Denn sie ist nicht die Quelle der Freude, sie ist nicht die Quelle des Glücks. Es ist ein sehr tiefes Thema und wir werden hier nicht zu tief hineingehen, denn diese Dinge werden später in der Bhagavad Gita erklärt. Vielleicht nur so viel. Wenn ich in Lust bin, das bedeutet, im Mittelpunkt sein möchte, wenn ich im Zentrum von alles bin, wenn ich der Genießer bin, wenn ich versuche, mich selbst zu befriedigen, mich selbst glücklich zu machen, ich werde immer leer ausgehen. Denn wir erinnern uns zu Beginn, wir sind ein spirituelles Lebewesen. Unsere Funktion ist es, zu lieben. Das ist, was unsere Nahrung ist. Das ist, was uns wirklich glücklich macht. Sobald ich in Liebe bin, dann bin ich in Fülle. Dann bin ich voll. Es ist äußerst wichtig, dass wir lernen, unsere Sinne von den Sinnesobjekten etwas wegzunehmen. Solange ich, das ist das, was Krishna hier erklärt hat, solange ich meine Sinne auf die Sinnesobjekte, auf Dinge oder andere Leute richte, ich entwickle eine Anhaftung. Mit dieser Anhaftung kommt dieses tiefe Verlangen, dieses Objekt oder diese Person zu genießen. Mit diesem Versuch dann,
dies zu genießen, das wird als Lust beschrieben, kommt dann die Enttäuschung, kommt die Frustration. Entweder ich bekomme dieses Ding oder diese Person nicht, oder wenn ich sie bekomme, kann sie mich nicht so erfüllen und glücklich machen, wie ich es erwarte. So, hier haben wir diese Spirale, hier haben wir ein Rezept, was unglücklich macht. So, Krishna ist wie ein Magiker, wer die Illusion langsam wegnimmt und die Tricks in dieser materiellen Welt zum Vorschein bringt. Und damit wir das Leben in dieser Welt verstehen und damit wir unser Leben so beginnen zu leben oder leben können, was für uns das höchste Gut ist. Nächster Vers. Nur wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, die wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen und nicht derjenige, der danach trachtet, solche Wünsche zu befriedigen. Solange ich versuche, für mich selbst zu leben, solange ich nach einem Verlangen nach dem anderen, solange ich nach einem Wunsch nach dem anderen hinterherjage und versuche, dies zu erfüllen, ich werde ständig und stetig erregt sein, noch mehr zu wollen, mich nach noch mehr trachten. Ich stimuliere meine Sinne und ich möchte mehr und mehr und mehr und mehr und werde durch das mehr frustriert, mehr unzufrieden. Wir haben hier diese Spirale wieder und auf diese Weise wir können nie Friede finden. Um glücklich zu sein, müssen wir Frieden haben. Und für die Welt friedlich zu sein, muss ich zuerst in mir selber Frieden haben. So, wir haben hier das Rezept. Das Glück liegt nicht im Außen, ist auch nicht im Außen zu finden. Egal, wie viel Geld wir verdienen, wie reich wir sind, egal, wie mächtig wir sind oder wie berühmt wir sind, egal, was wir auf die Zunge reiben oder auf den Körper streichen, egal, was ich ansammle. Es kann mich nie so glücklich machen, was ich wirklich brauche. Denn das Glück ist im Inneren zu finden. Der wahre Frieden ist im Inneren zu finden. So, das ist das Ende dieses Videos. Wir gehen im nächsten Video weiter durch diese Reise, wo wir wundervolle Weisheiten erfahren werden, wie wir leben können in dieser Welt, ohne dass wir eingesaugt werden von diesen sinnlichen Eindrücken, ohne dass wir verstrickt werden durch unsere Tätigkeiten, durch unsere Handlungen. So, es wird weiterhin spannend. Ich freue mich, euch beim nächsten Video wieder zu sehen. Bis dahin, wir bedanken uns von ganzem Herzen für euer Interesse, euer Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Namaste.